me so afraid, but I've been trying to open up. Baby, I've been trying to open up. We got a path to the bottom. Tell me, do you wanna cross that bridge? Saying it's about time. All in love, lost in the summer. Jump right into the pool of your eyes. I don't wanna keep you waiting. Hallo und herzlich willkommen zur 5., finalen und somit letzten Episode des Alpenabenteuers 2021. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir schreiben Tag 6 und 5 beeindruckende Fahrtage mit außergewöhnlichen Augenblicken liegen hinter mir. Augenblicke, die man oft erst erkennt, wenn sie Erinnerungen geworden sind. Die Planung meines Abenteuers sieht vor, heute die Unterkunft zu wechseln und dabei ein paar Pässe mitzunehmen. Dafür wechsle ich von der Schweiz nach Österreich ins bezaubernde Tirol, wo es morgen mein Plan ist, das Timmelsjoch und die Ötztaler Gletscherstraße, den höchsten über eine befestigte Straße erreichbaren Punkt in Österreich, zu erreichen. Nachdem ich ausführlich frühstückte, auscheckte und die Rechnung beglich, machte ich mich auf den Weg durch Liechtenstein ins Nachbarland, wo wieder eine außergewöhnliche Unterkunft auf mich wartet. Aber erst einmal genieße ich die Fahrt durch die Schweiz. Na dann, viel Spaß beim Schauen. Let's talk it out and fly away. Now you got me dreaming. It's not about where we are today. The future holds a meaning. We got a path to the bottom. Tell me, do you wanna cross that bridge? Saying it's about time. So, meine Lieben, sieht man das da? 33 Grad, mir läuft die Suppe hier im Tal. Wird Zeit, dass ich wieder auf den nächsten Pass komme. Got a path to the bottom. Tell me, do you wanna jump right into the rest of my life? So, meine Lieben, da geht's zum Flexenpass und dahinter ist der Arlbergpass. Und jetzt kommt so eine schöne Haarnadelkurverei und die gucken wir jetzt mal an, in der Hoffnung, dass es nicht so voll ist. Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion. Loving this devotion. Live it up, live it up, live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Hier tobt der Bär, meine lieben Freunde, hier tobt der Bär. Ach, das Schild ist ja perfekt. Kann man schön davor parken und schön Affentanz machen. Ach, und ein bisschen die Drohne steigen lassen. Der Flexenpass ist 1773 Meter hoch, die maximale Steigung beträgt 10% und Maut ist nicht fällig. I'm not gonna lie, daughter had fun on Yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, had her lady popping Molly.
So, ab zum Arlbergpass. Hier darf man tatsächlich erst 60, jetzt 80 fahren. Ja, ist jetzt nicht unbedingt Covid, oder? Vielleicht kommt es noch, vielleicht auf der anderen Seite, aber die Seite hier ist tatsächlich sehr, sehr gut ausgebaut. Wie ihr seht, sehr, sehr breit. Und ja, auch Schwerkraftfahrzeuge dürfen hier, glaube ich, langfahren. Zumindest habe ich gerade einen LKW überholt. Ja, das war doch schon mal eine gute Kurve. Das sind ja auch noch 1200 Meter. Bis zum Passscheitel. Immerhin darf man hier 80 fahren. Das ist ja nicht schlecht. Ja, für Fahrradfahrer ist es jetzt nicht unbedingt ideal hier. Bei den Geschwindigkeiten und dem Straßenbau kann es schon mal sein, dass du über den Haufen gefahren wirst. So, da ist er schon, der Passscheitel. Gucken wir mal, wo das Schild ist. Also der war jetzt nicht unbedingt gut. Okay, die Gegend ist nicht schlecht, aber zum Fahren ja, muss es jetzt nicht unbedingt normal sein. So, hinter mir fährt einer, da muss ich jetzt mal gucken. Auf dem Jakobsweg vor Arlberg. So, also der Arlbergpass hat tatsächlich kein Schild. Zumindest habe ich keins gesehen. Gucken wir mal, vielleicht ist es das hier. Da stellt sich jetzt auch richtig blöd. Ne, ist kein Passschild hier. Muss man den Transporter vorbeilassen? So, kein Passschild. Zumindest habe ich keins gefunden. Vielleicht kann ja jemand mal ein Bild posten. Ich habe keins gesehen. Bekanntlich ist es in den Alpenländern während der Wintermonate kaum möglich, Straßenbaumaßnahmen durchzuführen. Daher wird verstärkt nach Eintritt des Frühlings gebaut, was wiederum auch Einschränkungen im Fahrbetrieb bedeuten kann. In meinem Fall war die nördliche Zufahrtsstraße zur Unterkunft in Ried am Oberinntal gesperrt. Ich musste also entlang einer Alternativroute fahren. Einzige Alternativroute war hier die Autobahn, was in der Schweiz natürlich Maut bedeutet. Also kurz an der Tanke angehalten und für 15,50 € ein 10-Tages-Ticket gekauft. Zweitakt? Bitte? Ist das für Zweitakt? Oh, das ist für Rest da 1,50. Ah, okay. Das muss ich noch vom Kollegen mitnehmen. Ja, und dann nach 10 Liter bezahlen oder wie geht das? Ja, Ja? Ah, okay. aber kostet 1,90 pro Liter. Ist oben. Ach da sieht's. Ah, okay, ja, verstehe. Und wenn er nicht rum ist, gell? Bitte? Wenn er nicht hier ist, Wenn dann nicht was? wenn er nicht hier ist, Hä? der zuschaut, Ja? Dann? dann füllst du nach und pumpst zugleich. Ah, okay, dann hat er 5 Liter. So, gut, das haben wir 5. Ah, pumpen. Ja, mischen sie selber. Okay. Die 50 Kubikmoppe tanken hauptsächlich. Ja, ja. Die einzigste Tankstelle bei uns, wo du das machen kannst. Ja? Ja. Na, in Deutschland gibt's sowas nicht. Nein, also bei uns die einzige. Ich tue hobbymäßig vor der 99er-Karte, was super war. Ja. Das ist natürlich 95er, ja, das passt. Ach so, jetzt macht er ein bisschen. Aber No bis 0. Ah, okay. 300er Gas, was ich habe, Hä? mische ich mir selber. Da hat ja eine gute Säule, oder? Ja. Ja, ja. Dann einfach nur mit drin und umgerührt, fertig. Genau. Ja. Und hier haben wir jetzt mal 5 Liter, ist ja cool. Und der ist alle hier? Nee. Nichts drin. Der ist halt immer hier. Ah, okay. 1,90. 18 Jahre, seit ihr das selber von innen an, ist das da, was ich weiß. Ja.
Ach so? 1,90, das ist schon teuer. Okay. Du fährst hin. Eine gute Fahrt. Ja, danke. Schönen Tag noch. Ja, auch, danke. Holt er sich da den Zweitakter. Den Zweitakt-Benziner. Die einzige Tankstelle weit und breit. Aber ich muss dazu sagen, ich habe nur die Hälfte verstanden. So ein tiefes, bayerisches. Ich glaube, ich muss nach rechts, wa? Ich muss nach rechts. Also nicht bayerisch. Österreichisch. Österreichisch. Ja, und wenn du nichts verstehst, dann einfach immer nur Ja sagen und nicken. Mhm, mhm, ja, ja, mhm, mhm. Ja, und wenn du dann Fragen stellst, die er vorher schon erklärt hat, dann wird er auch denken, du bist bekloppt. Da gehen wir jetzt drin und melden uns an. Auf geht's. Nachdem ich meine neue Unterkunft bezogen habe, genieße ich den Feierabendkaffee und nehme in Gedanken Abschied von der Schweiz. Abschied von wunderbaren Momenten, die mir das Abenteuer, das Leben in den letzten Tagen beschert hat. Ein Abenteuer, was morgen am letzten Tourtag endet. Mein letzter Abenteuertag startet entspannt, bei herrlichem Wetter, vollem Tank und vollem Magen.
Mein heutiger Plan sieht vor, gut 200 Kilometer durch kurvenreiche Strecken zum Timmelsjoch und zur Ötztaler Gletscherstraße zu fahren. Dabei geht es zunächst zum Timmelsjoch, um anschließend am abgebrannten Motorradmuseum am Timmelsjoch zu speisen und dann das letzte Highlight meines Abenteuers anzugehen. Die Fahrt zum höchsten über eine befestigte Straße, erreichbaren Punkt Österreichs, die Ötztaler Gletscherstraße auf über 2800 Meter. Moment. Ja, ist richtig. Hier, neue Portemonnaie übrigens am Start, ne? Nicht mehr KTM und so. Gonna lie, daughter had fun on Yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, had her lady popping Molly. Das Timmelsjoch ist abgehakt, weiter geht es in Richtung Motorradmuseum. Der Hunger meldet sich, den ich im sogenannten Top Mountain Cross Point stillen möchte. Im am Januar 2021 abgebrannten Motorradmuseum. Vorher entdecke ich aber entlang der Strecke interessante Architekturskulpturen, die Informationen zur Natur, Geschichte und Kultur der Region geben. Bestimmt weiß der ein oder andere vom Großbrand im weltbekannten Motorradmuseum im Januar 2021, wo gut 300 Motorräder und 15 Autos in Brand aufgegangen sind. Zwar zum Glück ohne Personenschaden, aber Güter mit unschätzbarem Wert sind für immer verbrannt. Als leidenschaftlicher Motorradfahrer blutet mir dabei das Herz. Auslöser des Brandes war wohl dabei ein defektes Display in der Ausstellung. Aber was geht, wird durch Liebe neu geschaffen. Die Eigentümer des Museums haben das Glück, viele Exponate von Sammlern zu erhalten. Und der Bau des Museums geht hervorragend voran. Nach Veröffentlichung dieses Videos sollte die neue Eröffnung bereits erfolgt sein. Die Ötztaler Gletscherstraße, 2800 Meter Seehöhe, hochalpines Terrain. Temperatursturz und heftige Niederschläge sind hier an der Tagesordnung. Innerhalb von Minuten kann sich das Wetter ändern.
Sie ist ca. 13 Kilometer lang und hat eine durchschnittliche Steigung von 11%. Einige Quellen beziffern die Höhe auf 2835 Meter, andere auf 2829 Meter. Sie ist täglich von 7:30 bis 16:30 Uhr geöffnet. Egal wie lange ich immer mit dem Motorrad unterwegs bin, irgendwann geht es wieder nach Hause. Und nun ist es soweit. Das Abenteuer geht weiter. I know you need distance. I know you need time. I know that you're searching far and wide, looking for a purpose, looking for a change. Remember, if you're hurting along the way, that I am still right here.
hoffe, ich falle nicht um. Scheiße, schau ich nicht. Oh, per Hebelwirkung krieg nicht. Sieht gut aus. Vielen Dank. So, und die Schäden an den Koffern sind tatsächlich nur Dreck. Ne? Genau deswegen habe ich eben die Softbags. Ja, weil ich immer umfalle. Ja, der Koffer wäre ein Arsch. Der Koffer wäre ein Arsch. Ja, so schnell hier ist es. Passt du nicht auf, fällst du um. Kann ich aber nicht bringen, dann lacht man mich wieder aus. Das kann ich bei jeder Alpentour immer am letzten Tag einen Unfall haben. Das geht nicht. Habt ihr auch immer das Problem, diese kleinen Dinger aufzukriegen? Jugiana need him, we a boy, but beat him, yes, you can even guess me, cause I'm baby, high lolo, 확실해, not like maybe, David Lemon, welcome to my palace, Tatiana Alice, you just keep on wonder, you just keep on wonder, Tatiana Alice, but I know your memory, I just pop a bin, Danny have been, 나는 걸어 Boeing 747, I get weak, get ready, like I wanna get late, 준비해 빨리, we ain't got a lot of time, man, wavy night. Jameson hit the rock bottom 잃어버린 정신머리들 yeah got him yeah shot him 모든 problems 언제까지 기다려야 할래 now gone yeah